Today's reading is from Heidegger, The Concept of Time. This is translated by William McNeill, um, Blackwell Press. The following considerations are not theological. In a theological sense, and you are at liberty to understand it in this way, a consideration of time can only mean making the question concerning eternity more difficult, preparing it in the correct manner, and posing it properly. Nor, however, is the treatise philosophical, in so far as it makes no claim to provide a universally valid systematic determination of time, a determination which would have to inquire back beyond time into its connection with other categories. The ensuing reflections perhaps belong to a pre-science, whose business entails the following. Conducting inquiries about what could ultimately be meant by what philosophy and science, what interpretive discourse of existence, says about existence and about the world. If we achieve clarity about what a clock is, then the kind of apprehension thriving in physics thereby becomes alive, and so does the manner in which time gets the opportunity to show itself. This prescience within which our observations take place thrives upon the presupposition, perhaps unconventional, that philosophy and science take place in the concept. The possibility of this prescience entails that every researcher achieve clarity concerning what he understands and what he does not understand. It lets us know when a particular piece of research is directly concerned with its matter, or when it feeds on a traditional and hackneyed verbal knowledge of it. Such inquiries are, as it were, the policing at the procession of the sciences, which is certainly a subordinate yet sometimes urgent business, in the opinion of some. The relation of those inquiries to philosophy is merely to accompany it, so as occasionally to conduct a house search of the ancients, in order to see how they went about things. The following reflections have only this much in common with philosophy, that they are not theology. To begin with, a provisional hint on that time which we encounter in everydayness, on the time of nature and on world time. Interest in what time is has been reawakened in the present day by the development of research in physics and its deliberations on the fundamental principles of the kind of apprehending and determining entailed here, the measuring of nature within a system of space-time relations. The current state of this research is established in Einstein's relativity theory. Some of its propositions are as follows. Space is nothing in itself. There is no absolute space. It exists merely by way of the bodies and energies contained in it. An old proposition of Aristotle's. Time, too, is nothing. It persists merely as a consequence of the events taking place in it. There is no absolute time, and no absolute simultaneity either. In seeing the destructive side of this theory, one readily overlooks what is positive about it, namely, that it demonstrates precisely the invariability with respect to arbitrary transformations of those equations describing natural processes. Time is that within which events take place. This is what Aristotle has already seen in the context of the fundamental kind of being pertaining to natural being: change of place, locomotion. Epi ou kinesis, anake tis kineseos, ti ine auton. That is from... Since time itself is not movement, it must somehow have to do with movement. Time is initially encountered in those entities which are changeable. Change is in time. How is time exhibited in this way of encountering it, namely, as that within which things change?
Does it here give itself as itself in what it is? Can an explanation of time that starts here guarantee that time will thereby provide, as it were, the fundamental phenomena that determine it in its own being? Or does the search for the grounds of the phenomena point us towards something else? And in German. Die folgende Behandlung ist nicht theologisch. Theologisch, und es bleibt Ihnen unbenommen, sie so zu verstehen, kann die Behandlung der Zeit nur den Sinn haben, die Frage nach der Ewigkeit schwieriger zu machen, sie in der rechten Weise vorzubereiten und eigentlich zu stellen. Die Abhandlung ist aber auch nicht philosophisch, sofern sie nicht beansprucht, eine allgemein gültige systematische Bestimmung der Zeit herzugeben, welche Bestimmung zurückfragen müsste hinter die Zeit in den Zusammenhang der anderen Kategorien hinein. Die nachfolgenden Überlegungen gehören vielleicht in eine Vorwissenschaft, deren Geschäft Folgendes in sich begreift: Nachforschungen darüber anzustellen, was mit dem, was Philosophie und Wissenschaft, was auslegende Rede des Daseins von ihm selbst und der Welt sagt, am Ende gemeint sein könnte. Wenn wir uns darüber ins Klare setzen, was eine Uhr ist, wird damit die in der Physik lebende Erfassungsart lebendig und damit die Weise, in der die Zeit Gelegenheit bekommt, sich zu zeigen. Diese Vorwissenschaft, innerhalb deren sich diese Betrachtung bewegt, lebt aus der vielleicht eigenwilligen Voraussetzung, dass Philosophie und Wissenschaft sich im Begriffe bewegen. Ihre Möglichkeit besteht darin, dass jeder Forscher sich darüber aufklärt, was er versteht und was er nicht versteht. Sie gibt Auskunft, wann eine Forschung bei ihrer Sache ist oder sich nähert, aus einem überlieferten und abgegriffenen Wortwissen darüber. Solche Nachforschungen sind gleichsam der Polizeidienst beim Aufzuge der Wissenschaften. Ein zwar untergeordnetes, aber zuweilen dringliches Geschäft, wie einige meinen. Ihr Verhältnis zur Philosophie ist nur das des Mitlaufens, um zuweilen Haussuchung bei den Alten zu halten, wie sie es eigentlich gemacht haben. Mit der Philosophie hat die folgende Überlegung nur so viel gemein, dass sie nicht Theologie ist. Zunächst einen vorläufigen Hinweis auf die begegnende Zeit in der Alltäglichkeit, auf die Natur- und Weltzeit. Das Interesse dafür, was die Zeit sei, ist in der Gegenwart neu geweckt durch die Entwicklung der physikalischen Forschung in ihrer Besinnung auf die Grundprinzipien der hier zu vollziehenden Erfassung und Bestimmung, der Messung der Natur in einem raumzeitlichen Bezugssystem. Der jetzige Stand dieser Forschung ist fixiert in der Einsteinischen Relativitätstheorie. Einige Sätze daraus. Der Raum ist an sich nichts. Der Raum ist an sich nichts. Es gibt keinen absoluten Raum. Er existiert nur durch die in ihm enthaltenen Körper und Energien.
Ein alter aristotelischer Satz, auch die Zeit ist nichts. Sie besteht nur infolge der sich in ihr abspielenden Ereignisse. Es gibt keine absolute Zeit, auch keine absolute Gleichzeitigkeit. Man übersieht leicht über dem Destruktiven dieser Theorie das Positive, dass sie gerade die Invarianz der Gleichungen, die die Naturvorgänge beschreiben, gegenüber beliebigen Transformationen nachweist. Das Zeit ist das, worin sich Ereignisse abspielen. So wird diese schon von Aristoteles gesehen im Zusammenhang mit der Grundart des Seins, des Naturseins, der Veränderung, des Platzwechsels, der Fortbewegung. Et puis ou kinesis anake tis kineseos ti ine afton. Dass sie nicht selbst Bewegung ist, muss sie irgendwie mit der Bewegung zu tun haben. Die Zeit begegnet zunächst im veränderlich Seienden. Veränderung ist in der Zeit. Als was ist Zeit in dieser Begegnungsart? Nämlich als das Worin des Veränderlichen vorfindlich. Gibt sie sich hier als sie selbst in dem, was sie ist? Kann eine Explikation der Zeit, die hier ansetzt, die Gewähr haben, dass damit die Zeit gleichsam die fundamentalen Phänomene hergibt, die sie in dem eigenen Sein bestimmen? Oder wird man beim Aufsuchen der Gründe der Phänomene auf etwas anderes verwiesen?